Das 19. Jahrhundert wird unter Pianisten und Musikfreunden als das Jahrhundert der Klaviermusik bezeichnet. Es hat noch ein kleines Nachbeben gegeben, 1910 bis 30. Das war die zweite hohe Zeit des Klavierspiels. Etwas, woran wir dabei nicht denken, uns heute aber bei historischen Aufnahmen wundern, ist, wie sind diese wunderbaren Melodien damals gespielt worden oder sind sie richtig überliefert vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir wissen über das 19. Jahrhundert nichts, außer dass die Schüler der großen Meister die Art des Umgangs mit der Melodie übergeben haben an ihre Schüler und deren Schüler bis heute zu uns. Es gab in einer Musikhochschule Deutschlands, nämlich in Leipzig, Mitte des 19. Jahrhunderts sogar das Unterrichtsfach Melodiekunde. Das heißt, man hat studiert, wie man eine Melodie aufbaut, wie man überhaupt zur Gestaltung einer Melodie kommt. Und jetzt sind wir natürlich an dem Punkt, von welchen Instrumenten reden wir. Wir wissen, dass der Bläser sein Gerät in die Hand nimmt, Luft holt und einen Ton erzeugt. Und mehrere Töne, vernünftig gespielt, ergeben dann eine Melodie. Der Streicher, die Streicherin nehmen ihr Instrument und müssen den Ton überhaupt erstmal herstellen, indem sie auf der Saite drücken und mit dem Bogen den Ton, die Saite zum Schwingen bringen, den Ton erzeugen. Da können wir sagen, na, da haben es die Pianisten ja leicht. Die haben die Taste vor sich oder viele Tasten, schlagen drauf. Sie müssen den Ton nicht erzeugen, er ist sowieso da und das wär's dann. Bei diesem Gedanken vergessen wir allerdings, dass der Klavierton nicht wie ein Orgelton erhalten bleibt nach dem Anschlag, sondern einfach verschwindet. Das heißt, wir haben mit jedem Klavierton, den wir spielen, immer das Problem, dass der Ton nicht bleibt. Wir müssen also so spielen, dass nicht auffällt, dass ein Ton zu Ende ist. Und die Stücke sind ja von großen Menschen komponiert, die haben das natürlich bedacht. Unser Thema ist die Gestaltung der Melodie, die Probleme der Melodie, Geheimnisse der Melodien und am Ende, wie erzeugen wir sie technisch. Es genügt ja nicht, mit dem Finger auf die Tastatur zu klopfen oder auf mehrere Töne gleichzeitig, auf einen, mehrere, beide Hände und so fort. Das ist ja noch keine Kunst, nicht mal normales Klavierspiel unterhalb der Ebene Kunst, sondern das ist nichts. Wenn wir also jetzt bemüht sind, ein Stück zum Singen zu bringen, was eine Melodie hat, was also kein technisches Virtuosenwerk ist, und selbst da gibt es Zusammenhänge, die auch gekonnt werden müssen, sondern eine einfache Melodie so zu spielen, dass sie nicht nur erfreut, sondern einfach musikalisch richtig ist. Und mein Anliegen ist, hier ein paar Tricks oder Hilfsmittel großer Meister zu übermitteln, aber auch selbst zu zeigen, mit welchen Anschlagsmitteln, mit welchen Beschleunigungsmitteln, Verzögerungsmethoden man eine Melodie, die in den Noten ja tot ist, zum Leben erwecken kann. Ich habe dazu ein ganz simples Stück, der Begriff simpel ist natürlich unsinnig, ein einfaches Stück, was sehr bekannt ist, was Sie alle kennen, ausgewählt, um die 3 Grundprobleme der Melodiebildung auf dem Klavier vorzuzeigen. Das erste ist, wie schlage ich den Melodieton an? Das ist die Pathetique-Sonate von Beethoven.
was mache ich mit den Basstönen? Denn dem Melodieton gegenüber liegt natürlich ein Basston, der auch nicht unerhebliches Gewicht hat. Und damit ein Dreiklang vollständig ist, gibt es ja noch Akkordteile in der Mitte, die auch gespielt werden wollen. Wir haben also 3 Dinge zu lösen bei dieser recht einfachen, also sagen wir mal so, ganz unkomplexen Komposition, die nur aus ein paar Akkorden besteht, allerdings mit großem Geiste. Jetzt müssen wir auf verschiedene Weise spielen, dass zunächst mal die Mittelstimme nicht stört. Wir hören sehr oft folgende Lösung. Hierzu müssen wir weiter nichts sagen. Selbst wenn die Melodie einigermaßen schon eine Form hatte, wir müssen natürlich beim Aufgehen ein leichtes Crescendo einbauen. Das ist gar nicht zu vermeiden, aber darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, dass diese Mittelstimme, wenn man sie mechanisch spielt, eigentlich nicht möglich ist. Es ist einfach Buchstabieren und in Wirklichkeit ist die Aufgabe, diesen Akkord, den im Orchester vielleicht die Streicher alle zusammen nur so spielen oder einige so, je nachdem, vielleicht die Bratschen. Aber auf dem Klavier reicht das nicht. Ich werde versuchen, zunächst die unteren Töne, die zweiten Töne, nicht so stark zu spielen wie die ersten. Wenn ich die so stark spiele wie die ersten, das haben Sie gehört eben. Vernünftig ist es, von vornherein die zweite, den tieferen Ton weicher zu spielen. Also den ersten Ton etwas hervortreten zu lassen. Und jetzt kommt die zweite Grundregel. Man muss in so einem Fall, wo ein ganz gewichtiger Ton beginnt, unbedingt die erste Note etwas länger liegen lassen. Also nicht so beginnen, sondern wenn man das Stück beginnt oder das Thema wiederkommt oder eine ganz gewichtige Stelle, wie im zweiten Takt ist, dann muss der erste Ton, auch wenn er weich angeschlagen ist, ein bisschen liegen. Am Anfang eines Stückes ohnehin. Man fängt dieses Stück nicht so an. Sondern man fängt es so an. Was ist jetzt anders gewesen? Ich habe eine innere Linie aufgebaut, die uns bis zu diesem Ton, bis zu diesem S führt. Und jetzt geht es anders weiter. Jetzt kommt ein kurzer Nachgedanke. Und noch einer. Und der Abschluss. Damit haben wir das Thema dieses Adagio Cantabile erfüllt. Wenn ich aber diesem ersten Gesang, das ist ja ein Gesang, eine Linie geben will, wenn ich bis hierhin kommen will, kann ich nicht gerade spielen, sondern muss innerhalb des Spiels
eine Bewegung machen, die sich aus der Melodie ergibt, nicht die ich erfinde als Klavierspieler oder die ich ausdenke. Sie ergibt sich aus dem Stück, in das ich mich hineinversetzen muss. Jetzt haben wir einen Bogen geschafft und eigentlich sind wir dem Stück ziemlich nah. Ich glaube nicht, dass ich dem Stück jetzt in der Art etwas schuldig geblieben bin. Nun kann man sagen, das ist besonders zart. In einem kleinen Salon kann man es auch leiser spielen. Weicher. Das kann man machen und ist auch wunderschön, wenn man vorher den ersten Satz kräftig dargeboten hat. Denken wir aber an die große Bühne, ich würde sagen vielleicht ab 800 Leuten, Besuchern oder noch wesentlich größer, dann fällt mir einfach ein Künstler, der das besonders gut hinbekommen hat, der mir erzählt hat, ich spiele eigentlich für Reihe 20, nicht für die Besucher, die vorne sitzen. Das war Kempff. Kempff hat manchmal so unangenehm hart gespielt, wenn man in der zweiten Reihe saß, dass man es nicht verstanden hat, warum. Aber er hat mit seiner Art, ziemlich gerade und stabil zu spielen, den ganzen Saal füllen können. Und heute haben wir das Problem, wir haben fantastische junge Pianisten zwischen 30 und 50 oder 60, die alles können. Aber allzu oft denken sie nicht an Reihe 20. Das erfordert ein ganz anderes Spiel. Wenn ich einen ganz tragenden Ton spielen will, der wirklich den Saal füllt und auch im Saal sich hält, kann ich nicht mit den Fingern anschlagen, sondern ich muss den Arm oder das Handgelenk mit als Gewicht einsetzen. Ich schlage mal weich an mit den Fingern. Das geht natürlich. Aber in einem Saal spielt man anders. Da muss man wirklich das Gelenk und die Stütze des im 5. Fingers oder des melodiespielenden Fingers wirklich mit Kraft versorgen. Ich übertreibe mal die Bewegung jetzt. Sie haben gehört eben, was gleich passiert. In dem Moment, wo ich einfach nur mit dem Handgelenk anschlage. Der Finger macht gar nichts. Schon wieder leiser geworden, weil ich mich, ohne dass ich es wollte, wieder auf diesen Saal eingestellt habe. Ich musste eigentlich Format bewahren. Aber zu schwach. Das reicht nicht für einen Saal. Immer mit dem Armgewicht. Jetzt habe ich aber mindestens in der zweiten Zeile das Tempo verlassen, ohne Berechtigung.
4 Töne genau. Werde ich dem Abschluss dieses Themas nicht gerecht. Es ist deswegen nötig, ganz kleines Accelerando. Weil ich ja hier etwas schneller bin, habe ich die Zeit, eine Nanosekunde hier zu warten. Und damit sind wir schon beim nächsten Thema eigentlich, dass wir streng im Takt eigentlich nichts spielen können. Es wird gesungen, es gibt Schwerpunkte in der Melodie. Schwer, leicht, schwer und leicht, leicht. Schwer, locker, leicht. Jetzt kommt dasselbe in einer anderen Lage. Hier reicht es nicht, genau zu spielen. Dieses Spiel eben von mir sagt nichts. Da wir aber immerzu mit den Noten, die uns der Komponist hinterlassen hat, immer etwas sagen müssen beim Spielen, außer bei rein technischen Späßen, muss wie im gesprochenen Wort etwas passieren. Wir würden nie einen Satz sagen wie: Nach dem Mittagessen lege ich mich hin zu einem Mittagsschlaf, dann gehe ich ins Kino und abends esse ich etwas mit Freunden. Ein völlig unsinniger Satz. Leider hören wir den sehr oft im Spiel auf der Bühne. Wir müssen also hier erneut, das Thema hat eine größere Form bekommen. Erst war es eng und klein. Jetzt ist es ausgeweitet. Wir haben wieder das nötige Accelerando und ein Crescendo, was nicht dasteht. Bestimmt ist der Komponist davon ausgegangen, dass jemand, der eine gewisse Musikalität hat und dieses Stück spielt, von selbst das Crescendo macht. Wenn nun manche Musikfreunde und manche Klavierspieler sagen, was ich erlebt habe in meiner langen Zeit als Produzent, die sagen, es steht nicht da, ich spiele es nicht. Dann sage ich, dann spielen Sie es eben nicht, dann ist es Ihre Verantwortung. Kleines Crescendo. Jetzt haben wir wieder die Stille, wir machen eine kleine Beschleunigung. Die Steigerung findet statt. Jetzt haben wir Zeit, diesen neuen Hauptton neu anzusetzen. Und jetzt kommt die kleinteilige Stelle. Jetzt haben wir 2x2 Takte. Wiederholung. Und Abschluss. Man kann dieses auch gleichmäßig spielen. Ich mache es nicht, aber es... Ich habe eben zu viel gemacht beim vorigen Mal. Hier muss der letzte Ton nach den leichten Intervallen ein bisschen Armgewicht bekommen, nicht mit dem Finger anschlagen. Es geht gar nicht. Ich will es versuchen, aber ich...
Es gibt diese berühmte Geschichte, wie Frédéric Chopin die Trauermarsch-Sonate von Beethoven gespielt hat. Berichtet von Wilhelm von Lenz, einem Schüler von Chopin und Liszt, der ein Buch geschrieben hat über das, was er erlebt hat. Und er hat gesagt, Chopin konnte überhaupt nicht umgehen mit dem Beethoven. Er hat ihn sozusagen weich, klangvoll, schön à la Chopin gespielt. Ich würde das gleich mal machen, aber es wird furchtbar. Und die Leute haben das gar nicht akzeptiert. Und auf der Rückfahrt in der Droschke hat Wilhelm von Lenz Chopin gefragt, wie er denn das so sähe, was er da gespielt habe. Da antwortete Chopin völlig entspannt, ich spiele das auf meine Weise und die Menschen können sich ihren Teil dazu denken. Denken Sie sich einfach mal Ihren Teil dazu, wenn ich jetzt Chopin spiele. Ich bin ganz sicher, dass einige von Ihnen sagen, warum denn nicht? Das klingt doch wunderschön. Dann sage ich, ja, denken Sie sich das, hören Sie das so, wie Sie es wollen? Der Pianist kann es heute nicht machen. Wir brauchen bei Beethoven, dem großen Architekten, brauchen wir heute, wir haben auch das ganze 19. Jahrhundert in den Ohren, wir brauchen bei Beethoven Stabilität und können uns keine in den Vordergrund gestellten Schönheiten leisten. Deswegen ist eine stabile Haltung unerlässlich. Wir hören die Konstruktion des Stückes.